Heute schaust du ein Video zu, das du brauchen kannst, um dein eigenes Haus energetisch zu reinigen. Warum mache ich das? Ganz einfach. Eine alte Kundin von mir hat das gefragt, von du Helen, kannst du noch mal ein Video machen, wobei einfach alle Räumlichkeiten vom Haus gereinigt werden kann? Ich habe nämlich auch ein englischsprachiges Video von das, aber das ist schon fast 3 Jahre her. Wer ist das, der mir das gefragt hat? Eine alte Kundin von mir, wie gesagt, bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Das ist Iboja Moore, Schriftstellerin von Der Fluch der ungarischen Familie Moore. Sie ist Ungarin. Ich kenne sie aber als Holländerin. Und sie hat mal in 2016 hat sie mal ein Shift to a High Destiny Healing bei mir gemacht. Das ist ein Buch davon gekommen. Im Sinne davon, wenn ich eine Sitzung mache, dann lese ich einfach, was da einfach hochkommt, was mir gezeigt wird. Und dann kam einfach so ein Fluch von ihrer Vaterseite hoch. Und über das hat sie das Buch geschrieben. Wenn du Interesse hast und du liest Holländisch, das kann doch helfen. Ga ich das Buch beschreiben, ist unten in die Beschreibung. Weiter kann ich nur sagen, Iboja, speciaal voor jou, een nieuwe Video. Ein anderer Versuch war von 2 anderen Menschen, mit wem ich in Kontakt bin, über WhatsApp. Bitte die Kamera näher, weil ich möchte doch so gern deinen Gesichtsausdruck besser sehen. Also Angie, ich hoffe es passt dir. Vind je dit prettige Angie? Was ich möchte ist gleich eintauchen in die Welt der Metaphysiker. Metaphysische Heilung, spirituelle Heilung. Ich nenne es keine spirituelle Heilung, weil Spiritualität ist nur eine Ebene. Dann hat man noch das mentale Ebene, astrale Ebene, ätherische Ebene. Ätherische Ebene ist auch, wo zum Beispiel du dein ätherischer Körper hast, wo all die Chakra drin sind. Und man hat natürlich die physische Realität. Wenn du mehr davon wissen möchtest, kannst du mein Buch Lebenslektion Verlust bestellen, das blaue Buch. Auch hier unten hat einen Link. Aber da wir am Ende vom Jahr sind, ist es tatsächlich noch mal schön, wenn wir einfach mal in ich nenne das eine Farbenreinigungsheilung, Color Grounding Healing. Wie ihr weißt, das ist jetzt mein zweites Video auf Deutsch. Ich muss noch einige Sachen auf die Stelle übersetzen, weil ich habe die ganze 12-jährige Ausbildung an der Spiritual Arts Academy in Holland auf Englisch gefolgt. Aber ich wohne schon ein paar Jahre hier in der Schweiz, muss ich doch können, das schaffe ich schon. Der Ablauf vom Video wird einfach sein, ich tue einen geschützten Heilungsraum aufstellen, für mich, aber auch für euch als Zuschauer. Für mich wird neben der Kamera erscheinen immer verschiedene energetische Räumlichkeiten für die unterschiedlichen Zuschauer. Das heißt, abhängig von deiner Seelenentwicklung, abhängig von deinen heutzutage Lebenslektionen oder wie du einfach drauf bist. Oder es geht auch darum, du wirst auch unterverteilt, abhängig von wie offen bist du eigentlich für das Ganze. Es ist nämlich ganz spannend. Manchmal, das sehe ich das, weil ich arbeite viel mit Engeln und dann tun die einfach jemanden, die noch nicht offen ist für Spiritualität, aber wo die Seele möchte, dass diejenige erwacht, wird dann trotzdem in eine Zuschauer-energetische Räumlichkeit eingestuft durch die Engel. Tue ich nicht bestimmen, das tun die Engel bestimmen, tut die Seele bestimmen, damit der Zuschauer ein bisschen mehr erwacht. Und ob diejenige das spürt, weiß ich nicht, muss ich Feedback bekommen. Also, wenn du etwas spürst, schreib es mal in die Kommentare. Nach der Heilungsraum aufstellen tue ich einfach das Haus einfach mit der Erde verbinden. Weil jeder sagt, ja, steht ja auf der Erde, oder? Heißt aber nicht, dass es energetisch verknüpft ist mit der Erde. Ja, da muss ich immer mal lächeln. Das sind die logischen Annahmen, die gar nicht stimmen. Aber immerhin, wir werden einfach dein Haus denn für dich verbunden und verknüpft mit der Erde. Und das Absicht ist einfach, dass all der Kram, all die energetischen Müll, die sich in dein Haus aufenthält, energetisch aufräumen. Das heißt, es ist einfach
Wie du normalerweise im Frühling Putztage hast, ist das jetzt Ende Jahr aufräumen. Stunde. Also, das wird dann gebracht. Ich tue das anhand von Farben. Warum Farben und warum soll ich nicht einfach all die Emotionen benennen? Ich bin ausgebildet auf ein sehr, also faul will ich nicht sagen, aber irgendwie schon. Weil wenn doch jede Farbe eine Frequenz tragt, was Emotionen betrifft, warum denn all die Emotionen benennen, wenn man nur kann sagen, all 50 Shades of Red? Weil mit Rot, alle Schichten von Rot hat zum Beispiel Liebe in sich, Passion, es hat Wut in sich, es hat so viele Sachen in sich. Deswegen einfach, ich werde Farben benennen und es wäre hilfreich für dich selber, wenn du dann einfach in dich selber spürst, was kommt vorbei. Was aber wichtig ist, wenn du dann mit mir durch die Aufraumarbeit gehst, tu dich selber den Gefallen, wenn du etwas spürst, wenn du etwas fühlst, wenn du etwas denkst, tu es nur beobachten. Geh nicht in Interaktion mit das, einfach beobachten, damit es auch wieder wegfließen kann. Weil das ist der Sinn von der ganzen Übung. Loslassen. So das erste Mal, dass ich ein Heilungsvideo gemacht habe fürs Aufräumen von dieses Haus, das habe ich auf Englisch gemacht in 2021. Damals war es Sache, dass Energien von meinem damaligen Ex-Partner aufgelöst wurde. Also nicht aufgelöst, einfach zurückgeschickt nach originale Sender. Das ist nicht das Gleiche. Und mein Sohn hat mich vor ein paar Wochen mal gefragt von, du Mama, kannst du nicht mal wieder eine Heilung machen? Und das sage ich immer, weil er ist auch ausgebildet in das, was ich mache. Ja, mach selber, oder? Ja, der ist noch viel fauler als ich. Warum machen, wenn er eine Mama hat, der das macht? Also in eurem Fall gehe ich davon aus, dass sie nicht ausgebildet sind. Das heißt, ich finde euch nicht faul. Ihr tut nämlich ganz aktiv mitbeteiligen an der Heilung. Und ich weiß einfach, dass ich damals in 2021 wahnsinnig viel Vorteile gehabt habe am Aufräumen von dieser Wohnung, von energetischen Einflüssen, die gar nicht da gehören. Weil ich habe damals die Heilungsschritte durchgeführt und ich habe bemerkt, dass nicht nur die Energie von meinem Ex-Partner aufgeräumt wurde, aber auch von all die Familien, die schon in dieses Haus gewohnt haben, seit Anfang, dass es gebaut wurde. Es ist nicht, dass ich dann das ganze Haus aufräume, weil da wohnt noch jemand oben mir. Vielleicht hast du auch jemand oben dich wohnen oder unter dich wohnen oder neben dich, keine Ahnung. Das räumen wir nicht auf. Das ist energetische Räumlichkeit, was nicht uns gehört, und da lassen wir die Finger weg. Also das ist sehr wichtig zu wissen. Wir tun nur unsere eigene Wohnung energetisch aufräumen, Decluttering, was uns gehört. Also wo wir einen Mietvertrag haben, Kaufvertrag haben, wo wir sagen können, dass es uns ist. Was auch wichtig ist, dass es nicht nur von Fremdenergien sein wird, dass wir Energien aufräumen. Bin ich doch wieder viel am Erklären, gell? Kannst du damit leben? Ja, ich hoffe es, gell? Was noch sehr wichtig ist, dass du, manchmal bewusst, manche sind weniger bewusst davon, trotzdem ganz viel Energien durchgegangen sind. Energien, also ich würde sagen Emotionen durchgegangen sind in die vergangene Zeit, die aber noch immer da hängen. Und viele Menschen merken gar nicht, aber zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, du wohnst in einer Familie, in einem Familienhaus und du weißt, das ist der Sitzplatz vom Vater. Sitzt immer da. Wie wissen Fremdbesucher solche Sachen? Weil das Unterbewusstsein die Energie lässt vom Vater, die immer dort die Energien dort hängen lässt. Weil dass jemand von Ort weggeht, heißt aber gar nicht, dass die Energien weg sind. Manche sind sehr trainiert darin und können das sehr gut. Und es gibt Leute, die das überhaupt nicht können. Also,
Dann fangen wir mal an. Starten wir das geschützte Heilungsraum und gehen mal die Wohnung aufräumen von den vergangenen Jahren. Und was wir auch tun werden, das ist mega cool, die Energien und Qualität, die du in das kommende Jahr erfahren möchtest, einladen im Raum. Und wenn du aber sagst, aber du Helen, ich habe vor im Juli zu zügeln, kein Problem, dann wird dein spirituelle Unterstützungsteam den Auftrag bekommen von dir, musst du selber geben, mache ich nicht, machst du, um einfach diese Heilung erneut auszuführen im Moment von Zügeln, umziehen. Ich finde das immer das deutsche Wort ein bisschen komisch, umziehen, weil denke ich an Kleider umziehen. Und die Engel, die werden einfach dein spirituelle Unterstützungsteam unterstützen, damit einfach die Energie vom Haus, wo du jetzt bist, zum nächsten Haus geht. Mega bequem. Muss alles nicht alles selber machen. Das ist schön, ja? Also, ich wechsle schnell die Batterie und dann fangen wir an. So, ich hoffe, dass mit diesem Batteriewechsel nicht so, dass der Lärmpegel sich so verändert als wie letztes Mal. Das ist hier blöd. Naja. Was ich jetzt schnell tue, ist alles auf Englisch tun und ich werde dafür sorgen, dass Untertitel eingeschaltet wird. Das wird eingebrennt. Ein bisschen höher, als was Sie von mir gewöhnt sind, damit, wenn ein Holländer auch das Video anschaut, uns noch einfach die eigene holländische Untertitel laufen lassen kann. Seid ihr einverstanden? Seid ihr bereit? Ich jedenfalls. Let's connect with Angel of High Magic, Pyramid of the Rose. Request Angel of High Magic to call in my angelic double and my team of doubles. And request my angelic double to set up the healing space. Und was ihr jetzt tun könnt, ist einfach, schließe deine Augen, fokussiere dich auf meine Stimme. And let's welcome ourselves here. Let's be grounded, aligned and centered. Let's be one with the higher self, subconscious self. As higher self, let's merge and create a state of unity between our conscious and subconscious selves. And the subconscious selves accept a state of unity. As higher self, let's merge and create a connection with the higher self, the planet. Higher self, the moon. Higher self, the sun. Higher self, the cosmos. And let's call in the angels of high magic, guides, spirits, spiritual tools that will be of greatest benefit in this healing. And let us pray that this experience benefit each of us in our spiritual growth, healing and awareness. Let's create a magical circle, magical shield on the outside of the circle so that whatever happens within is protected and confidential. Call in the magical mirrors that we each may see ourselves more clearly. And call in the magical lanterns so that we open to the high awareness and enlightenment. And let's now meditate on Divine Guidance Perfect Self for the next hour. And let's now meditate on Wisdom Perfect Self for the next hour. Ich frage alle Engeln, eure Schutzengel, eure spirituelle Support-Teams, spirituelle Unterstützungsteam, um 2 konzentrische Kreise um dein Aura zu erschaffen. Damit kannst du dir vorstellen, du stehst hier in der Mitte. Der Kreis um dein Aura ist meistens, nicht immer, 1 Armlänge entfernt von dir. Ganz selten begegne ich Menschen, die den Aura auf 50 oder 100 Meter haben. Meistens tun die das arbeitsbezogen oder aus irgendeinem Lesegrund. Aber es gibt auch Menschen, die mehr ängstlich sind und die haben oft das Aura ungefähr hier. Für die das Aura sehr nahe an sich haben, da wird jetzt eine Balancierung ausgeführt, damit es mehr auf Armlänge kommt. Und es hat 2 Kreise um dich herum, als eine Art von Schutz.
Das heißt, es ist in Ordnung, deinen Raum ein bisschen auszubreiten. Du darfst mehr Raum einnehmen. Ich werde während dieser Heilung mein eigenes Haus als Vorbild nehmen, weil ich weiß nicht, wie du wohnst. Ist das in Ordnung für dich? Schön. Also, der Absicht von dieser Heilung ist einfach, das, was hier im Haus ist und was eigentlich überflüssig ist, was keine Resonanz hat mit wie du heute bist, die keine Resonanz hat mit denen du zusammenlebst, davon ausgehend, dass du nicht alleine wohnst, weil die meisten von uns haben entweder einen Partner, Kinder, Großeltern oder wohnen zusammen mit Freunden oder was man noch mehr sich überlegen kann. Ich wohne hier zusammen mit meinem Sohn. Ich wohne hier auf einem Schweizer Bauernhof, miete eine 5,5 Zimmerwohnung, was ich als Holländerin nicht verstehe, weil ich habe eine 5,5 Zimmerwohnung, aber 8 Zimmer und einen riesen Keller. Keine Ahnung. Also, ich gehe mal davon aus, dass du weniger Zimmer hast. Dann kannst du einfach irgendwann während des Prozesses aufhören mit deine Vorstellungskraft zu gebrauchen. Aber du musst dich einfach auf dein eigenes Zimmer, deine eigene Wohnung fokussieren. Und du kannst dich jetzt vorstellen, dass bei dir, wo auch du dich jetzt befindest, kommt dein Schutzengel rein. Und das ist dein, wie nennt man das? Ansprechperson für diese Heilung. Ja. Das heißt, du kannst, klar, wenn du magisch sehr fortgeschritten bist, darfst du alles selber erstellen. Ich mag gern denken, dass ich magisch sehr fortgeschritten bin, tue es trotzdem aber nicht selber erstellen. Ich lasse das Engel machen. Aus welchem Grund mache ich das? Das ist ganz einfach. Mit Magie kann man viel höhere oder niedrige universelle Gesetze einsetzen. Das kannst du auch im vorherigen Video dich erklären lassen. Ich schätze es, wenn meine Lebenslektionen gewährleistet werden, wenn die respektiert werden. Wenn ich alles selber erstellen würde, kann ich mal einen Fehler machen und etwas machen, was gar nicht geht, in Zusammenhang mit meiner Lebenslektionen oder mein höheres Pfad der Bestimmung. Deswegen frag einfach deinen Engel. Dein Engel hat einen direkten Draht zu deinem Akashic Record Keeper. Ich habe noch immer kein anderes Wort dafür, also ich warte auf Antwort von euch. Und dein Akashic Record Keeper ist auch fähig, zusammen mit deinem Schutzengel Schritte in diese Heilung zu machen, was für dich jetzt geeignet ist. Also, bist du einverstanden mit dieser Art von Arbeiten? Cool, dann machen wir weiter. Dann, der erste Schritt ist, dass wir für jedes Zimmer einfach eine Verbindung mit der Erde erstellen lassen, wo ganz viele Sachen wegfließen können. Man nennt das Erdix-Chorde, Strahlen, Grounding Chords. Für mich, weil ich das nicht auf Deutsch gewöhnt bin, tönt es noch richtig speziell. Aber vielleicht ist es tatsächlich ganz einfach Erdungschord. Ja, warum nicht? Das ist wie ein Fluss, was von Zimmer zum Kern der Erde geht. Und wir fangen mal an mit dem Raum, wo du dich jetzt in befindest, wo ich mich jetzt in befinde. I request angels of high magic to create grounding cords for all rooms of this house, and we will go by them one by one. And let's start with the, like I am in my bureau, in my Stube, Wohnzimmer. And request the angels of high magic to create a grounding cord to the center of the planets for my living room. Ich frage die Engel der Höhe Magie, ein Erdungschord zu gestalten, was vom Wohnzimmer zu das Zentrum dieses Planet geht.
Und auch für die Küche, für Schlafzimmer von meinem Sohn, Badezimmer, Umkleidezimmer, mein Schlafzimmer, mein zweites Büro und Fernsehzimmer oder Gästezimmer. Also für die, die es so schnell verpasst haben, wir gehen mal schnell das wieder neu durch. Wir fragen unsere Schutzengel, ob die eine Verbindung gestalten können zwischen unser Wohnzimmer und der Erde, unsere Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, Gästezimmer. Wir beziehen auch gerade Keller vom Haus, unser Kellerabteil oder wie in meinem Fall Keller. Für mich, was immer passt, und darfst du gerne mitmachen, ist keine Bedingung, darfst du selber entscheiden. Ich tue auch immer mein Auto mit einbeziehen, damit auch Energie, was nicht meins ist, aber vielleicht von Gegenverkehr oder Verkehr, was hinter mir gefahren hat, was sich genervt hat um mein Fahrstil oder was auch immer, die Energie wird einfach wegfließen. Und vom Garten. Und Ziel ist, um all die Energien, es ist nicht wichtig zu wissen was, aber einfach, dass es nicht mehr im Einklang ist mit dir jetzt. Wegfließen zu lassen. Und wir fangen an mit den Farben Rot. Und wie gesagt, da werden alle Farbtonalitäten, nennt man das? All shades of red. Farbtönen. Alle Farbtöne von Rot fließen jetzt energetisch durch das Haus, fassen damit alles an, was resoniert mit dem Farbton Rot. Und das wird einfach wegfließen durch die Erdungskorde. Und kannst dich einfach vorstellen, dass deine Haut komplett rot ist. Du siehst einfach, ganz witzigerweise ist es auch möglich, dass wenn du deine Vorstellungskraft nutzt, dass du auch siehst, dass in die verschiedenen Räumlichkeiten verschiedene Töne von Rot jetzt präsent sind. Und wenn du etwas siehst, einfach nur beobachten. Du hast ein spirituelles Unterstützungsteam, was für dich alles aufräumt. Dazu hast du die Verbindung mit deiner Seele, dein höheres Selbst, die auch zulässt, dass Sachen jetzt aufgeräumt werden, die du nicht mehr brauchst. Es kann sein, dass du denkst, dass du noch Sachen brauchst von dich selber, deine eigene Energie. Aber da habe ich wieder meine Engel der Höhemagie davor, dass in manchen Fällen sehe ich nämlich jetzt gerade dabei, vor allem die hintersten Räumlichkeiten, dass Energien auseinandergenommen wird, dass gemeinsame Gestaltung von das Leben, das heißt, man sitzt mal zusammen mit jemandem und der redet über die Zukunft. Wenn das aber gar nicht mehr zu dein 2024 passt, wird es einfach aufgelöst. Warum? Einfach weil die Engel das dürfen. Die Engel der Höhemagie dürfen das. Wäre es ein Erzengel, die haben ein wenig niedriges, doof zu sagen, aber die haben wenige Erlaubnis. Vertraue einfach darauf, dass die Engel der Höhemagie, die haben Überblick auf das ganze Sonnensystem. Und die wissen dementsprechend ganz genau, was in dir wichtig ist zu behalten, was du in 2024, was ein sehr wichtiges Jahr ist, alles erreichen könntest
Und das, was dir im Weg ist, tun die jetzt auflösen. Und ich sehe schon, dass langsam in die verschiedenen Räumlichkeiten den Farbton sich ändert und es geht nach Orange. Und schau einfach zu in dein eigenes Geistesauge, wo in dein Haus jetzt die Töne von Orange fließt, Sachen sichtbar macht und wegfließen lässt. Das Schöne von dieser Art Heilung ist, dass es von Spirit, Höhe selbst, kommt und das ist ziemlich mühelos. Das heißt, man muss nicht Waschlumpen nehmen und putzen, bis es sauber ist. Es fließt einfach. Und es kann auch sein, dass du mit jemandem mal an einem Abend viel WhatsApp ausgetauscht hast und was sehr intensiv war. Und auch dort, was sich da gestaltet hat, es geht nämlich auch um die vergangenen paar Jahre und für jede wird bestimmt, wie lang die paar Jahre sind, werden einfach Sachen aufgelöst. Und das ist eben das Spannende, wenn man mit Engeln der Höhe Magie schafft. Man kann, also ich kann eine Absicht haben für eine Heilung. Iboya kann eine Absicht haben für eine Heilung. Aber sobald die Engel der Höhe Magie das für die ganze Gruppe macht, was sich aus ziemlich einige Menschen besteht, lesen die Energie von uns alle, die das Video anschauen. Und das ist egal, ob du jetzt Ende 2023 das Video anschaut, in Januar oder irgendwo anders. Die schauen einfach, was ist die Energie, was ist das Hauptthema, was muss losgelassen werden. Und was ich sehe hier, dass viel losgelassen werden wird von zusammen etwas gestalten, was nicht in Abstimmung oder im Einklang des höheren Pfad der Bestimmung ist, von dir oder von euch alle. Ich zum Beispiel spüre jetzt ganz viel Energie, was freigesetzt wird, was im Einklang steht mit der Farbe Orange. Das zweite Chakra ist zum Beispiel die Farbe Orange. Das ist das kreative Chakra, Sexualchakra, innere Kind. Da fließt einiges weg. Also ich bin ja gewöhnt, diese Heilungen zu machen. Also für mich ist es sehr einfach wahrzunehmen, was da alles passiert in meinem Raum. In meinem Raum ist zum Beispiel so, dass bestimmte Energien fließen zurück nach den Source, von derjenigen, wo die Energien von waren. Und das fließt alles zurück. Ich sehe jetzt, wenn ich zum Beispiel mal mein Scan einschalte, und das ist etwas, das mache ich sehr oft, dann schaue ich einfach Europa an, weil ich weiß, in Europa hat es mehrere Zuschauer von mir. Und dann kann ich einfach auf Europa-Ebene kann ich sehen, wo all die Energien sich wieder verteilen. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja. Du kennst sicher mal das Bild, was es gibt von zum Beispiel, wenn ein Geschäft, ein internationales Geschäft, mehrere Standorte hat und all die Linien, die überall hin und her gehen. Ja. So schaut es jetzt aus. Eigentlich mega cool. Ja. Vielleicht kannst du es auch und schaust du mal, wo fließt die Energie von, zum Beispiel aus deiner Küche? Wohin fließt es zurück? Hast du die vergangenen Jahre Gäste gehabt zum Essen? Und sind da noch Energie von deinen Gästen hängen geblieben und fließt es jetzt einfach mühelos zurück? Weil es ist immer wichtig, die Energie wieder auszutauschen, damit jeder für sich in die stärkste Gestaltungskraft bleiben kann.
Und ich sehe, dass die Farben nach Gelb shiften. Verschiedene Farbtone von Gelb. Für mich ist das ein wenig eine schwere Energie heute. Gelb ist in Einklang mit das dritte Chakra. Ich persönlich, ich bin sehr hellsichtig, aber ich sehe nie, dass die Chakra in die Farbe sind. Spielt keine Rolle. Ich weiß, dass es so ist, weil tausende Menschen sagen das. Nehme ich es einfach an. Dritte Chakra steht für Wille und für Kontrolle. Und es ist manchmal, also auf der Arbeitsfläche zum Beispiel, ist es normal, dass Chefs oder Chefin dich über das dritte Chakra kontrollieren. Oder in meinem Fall, wenn ich hier anschaue, dass in die Küche, sehe ich jetzt Erinnerung, dass ich mit meinem Sohn am Küchentisch hocke. Er will etwas von mir und knallt da voll auf mein drittes Chakra seine Energie rein, in der Hoffnung, dass ich mache, was er will. Also das fließt jetzt alles wieder auseinander. Vielleicht hast du das selber auch, dass du dich vorstellen kannst, wo Energie wegfließt. Und das Spannende ist, wenn zum Beispiel du jetzt in einem Haus wohnst, wo vorher Familien gewohnt haben, die sehr dritte Chakra bezogen miteinander kommuniziert haben, ist es sehr annehmlich, dass sobald du einziehst, auch vielleicht ein wenig ungewöhnlich für dich, aber auf einmal viel mehr auf das dritte Chakra anfängst zu kommunizieren. Das ist eines der Gründe, dass es so wichtig ist, dass du im Anfang, wenn du irgendwo einziehst, zuerst mal all die Energien aufräumst, damit du mehr dich selber sein kannst in der neuen Wohnung. Ich habe das für diese Wohnung, wenn ich eingezogen bin, auch gemacht. Und es ist nicht immer schlecht gemeint von anderen Menschen, um dich auf das dritte Chakra zu kontrollieren. Es ist einfach halt, was die selber von den Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gelernt haben. Meistens. Und ich frage die Engel auch nochmal an meine Auraschichten und auch für dich, wenn du mitmachen möchtest, deine Auraschichten. Erdungskorde zu gestalten, damit auch nochmal an alle Major Chakras, Sakralchakra, dritte Augechakra, Kehlchakra, Herzchakra, Solarplexus, zweite Chakra und erste Chakra auch nochmal Korden front und back, also Vorderseite und Hinterseite gestalten, damit extra überflüssige Energie, die sich jetzt am Freisetzen sind, auch wegfließen können. Und wir gehen nach die Farbe. Nein, das setze ich noch nicht durch. Wir sind noch im Gelb. Und jetzt setzt die Farbe sich durch. Ich achte einfach auf die Räumlichkeit für die Zuschauer und da sehe ich, wo was die Hauptfarbe ist im Moment. Und das geht jetzt nach Grün. Ja, grün. Genau. Und achte nochmal auf deine eigene Wohnung, ob jetzt alle Räumlichkeiten ins Grün hineinfließen. Und dass verschiedene Töne von Grün durch dein Haus fließt, um alle überflüssige Energie wegfließen zu lassen. Es wird gesagt durch Tausende, dass das Herzchakra grün ist.
achte nochmal speziell auf dein Schlafzimmer, ob da alles gut gereinigt wird. Weil wenn du schläfst, ist es sehr wichtig, dass du dich gut erholen kannst energetisch. Wenn du schläfst, trittst du als Spirit aus dem Körper im Astralkörper und gehst gut traumen. Und damit dein Körper die Schwingung vertiefen kann. Dein Spirit kann seine Schwingung erhöhen, damit du als Geist dich erholen kannst und dein Körper sich auch erholen kann. Und geh in dein Gedanke durch jede Räumlichkeit von deinem Haus, Küche, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Kellerabteil, für die sich wünschen, Auto, und beobachte und vertraue darauf, dass dein spirituelles Unterstützungsteam alle Farben von Grün jetzt durch dein Haus fließen lassen, mit der Absicht, alles gründlich aufzuräumen. Energetisch. Im Hintergrund werden ein paar Heilungsspirits von über die ganze Welt werden eingerufen, um für ein paar Zuschauer tiefer gehende Heilung auszuführen. Ich sehe ein paar südamerikanische Heilungsspirits, ein paar europäische, ein paar asiatische. And let's shift to the color blue. Wir gehen jetzt in die Blautöne hinein. Blau steht auch in Verbindung mit das Kehlchakra, das Sprechen. Steht in Verbindung mit das dritte Auge, von Vorstellungskraft, von Hören. Das heißt, diejenigen, die hellhörig, hellsichtig, hellschmeckend, hellriechend sind, da wird jetzt auch auf die verschiedenen Sinne wird viel aufgeräumt. Viele Gespräche, die du hattest, entweder mit Menschen, die bei dir zu Hause waren, oder gedanklich, werden aufgeräumt. Und wenn ich wieder auf die Höhe von Europa schaue, ist da einiges im Austausch und am Wegfließen, am Auflösen. Und wenn ich hier auf Entlebucher-Ebene schaue, ist es noch spannend. Ich sehe eine Kunde von mir, die hier in dieser Gegend ein Bed and Breakfast hat. Und da sehe ich, dass im Bed and Breakfast Raum all die Energien von vorherigen Gästen wieder wegfließt. Damit Bed and Breakfast Raum gut gereinigt wird, damit es wieder neue Gäste empfangen kann für 2024. Wenn ich so etwas lese, ist natürlich auch klar, dass für mich jetzt, dass meine alte Kunde von da dieses Video anschaut.
Und wir gehen nach die Farben Violett, Purple. Purple? Und achte nochmal auf all deine Zimmer. Achte darauf, wie du dich fühlst im Körper. Und für die, die das wünschen, schlagen die Engel der Höhe Magie jetzt vor, dass die das gesamte transmediale Zentrum von jeder einzelnen Zuschauer, die sich das wünscht, und man kann gedanklich oder laut aussprechend oder schreibend, ja, ich gebe Erlaubnis zur Reinigung mein transmediales Zentrum durch die Engel der Höhe Magie. Einmalig, jetzt, dass du dieses Video anschaust. Ich selber bin eine Person von Wiederholung. Das heißt, ich würde jetzt meine Engel anfragen, das jeden Monat zu tun. Am 1. und auf die Mitte des Monats einfach transmediale Reinigung. Ich darf das sagen, weil ich sehe, dass es ein paar Zuschauer hat, die auch so sind wie ich, die schon fortgeschritten sind in Spiritualität und arbeiten mit den Schutzengeln und energetische Reinigung. Und das ist der Grund, dass die jetzt auch Erlaubnis haben, um es einfach automatisch laufen zu lassen. Und wir gehen nach die Farbe Pink. Ich gehe jetzt etwas schneller durch die Farben. Perlmutt. Perlmutt ist für mich immer auch die Verbindung mit Planet Mercurius. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Weil bevor man auf Erde inkarniert, geht man durch die verschiedenen planetären Sphären. Für die, die mehr darüber wissen möchten, empfehle ich ein paar Bücher von Rudolf Steiner. Die hat mehr darüber geschrieben. Und wir gehen nach die Farbtone von Weiß. Grau. Ich glaube, ich habe die Heilungsmethode in, keine Ahnung, sicher vor 2012 schon mal kennengelernt. Und mein englischer Teacher, Amerikaner, wenn er das immer gemacht hat und er immer gesagt hat, all shades of grey, haben die anderen Teilnehmer immer gelächelt. Ich habe die Film nie gesehen, also ich war immer noch ein bisschen naiv. Für mich sind die Grautöne einfach Grautöne. Für mich sind die oft auch verbunden mit viel kontrollierende Energien, Finsternis. Wenn ich durch diese Energie gehe, zeigen sich immer in meinem Haus Sachen, wovon ich froh bin, dass die jetzt aufgeräumt werden. Und es fließt weiter nach Schwarz. Ich bin auch gewöhnt, dass in diesem Farbton die Engel des Exorzismus vorbeikommen, um Sachen aufzuräumen. Die tun für einige Zuschauer auch nochmal in Chakra Sachen aufräumen, durch Verträge aufzulösen mit Finsternis, weil die einfach keine Funktion mehr haben. Und das ist mir im Einklang mit das, was ich in meinem Buch schreibe. Bestimmte Sachen, die auf spiritueller Ebene ein Problem sind, müssen auf die Ebene aufgelöst werden, wo die gestaltet sind. Das heißt, dass man manchmal Sachen im Finsternis auflösen muss und nicht im Licht, wie immer angenommen wird. Also das ist, was jetzt passiert. In Finsternis werden jetzt Sachen aufgelöst, damit du Freiraum bekommst.
Also ist so bewertend, wenn ich das sage, aber ich würde sagen, besser anzugehen, mit mehr Freiheit. Ja, mit mehr Freiheit. Ich denke, das ist das Richtige. Also in diese Farbtür, da wird ganz viel Freiheit beschränkende Sachen aufgelöst und aufgeräumt. Nicht nur in dein Haus, aber auch in dein persönlicher Raum. Und vergesse nicht, du als Person wohnst oft in Wohnungen, die im Einklang sind mit dich als Person. Du willst bestimmte Lebenslektionen ausarbeiten, dann wird das Haus, auch wo du wohnen gehst, die gleiche Schwingung haben als deine Lebenslektionen. Und wenn du auch in die Vergangenheit schaust, kannst du vielleicht schauen und sehen, so, ja, macht Sinn. Das sind Sachen, das werde ich mir in mein kommendes Buch erzählen und erklären, das rosa Buch. Aber für jetzt wird auch die Farbtöne von Braun werden einbezogen und gleichzeitig Silber. Das ist mal Zeit. Also für mich bin ich jetzt schon die Boje dankbar, dass sie mich gefragt hat für diese Farbenheilung, also vom Haus, weil da kommen jetzt bei mir Sachen hoch, was wirklich Zeit ist, aufgeräumt zu werden. Und es ist noch spannend, ich habe nämlich heute Morgen einen Traum gehabt, was im Einklang steht mit das, was ich hier jetzt mache. Ich habe mich vor 2011, 2012 getrennt vom Vater von meinem Sohn. Und egal, ob man getrennt ist oder nicht, man hat noch immer einen Bezug zueinander, energetisch, ob man will oder nicht. Was ich jetzt sehe, ist, dass ganz viel von seiner Energie auf die Farbe Silber und Edwin, wenn du schaust, es ist nicht gleich klar, dass da die Sachen hochkommen auf die Farbe Silber. Da wird ganz viel lass mal so sagen, Energie von meinem Ex. Und ich bin gut mit ihm befreundet, also das ist überhaupt kein Thema. Aber trotzdem, er hat Energie in dieses Haus und vor allem in das Zimmer von meinem Sohn, der das sicher nicht gern hat, weil er gern seine eigene Energie wahrnimmt. Fließt alles weg. Und das Spannende ist, das habe ich noch nie wirklich bei einer Haushaltung gesehen. Das sehe ich sehr selten. Edwin, ich hoffe, es ist okay mit dir, dass ich da alles bespreche, aber er hat ganz viel von seiner Energie in den Boden gestaut. Und warum bespreche ich solche Sachen? Weil ich damit euch Zuschauer, die auch vielleicht Energien von anderen in den Boden hatten, das kann jetzt auch wegfließen. Das ist ein Grund, dass ich manchmal Sachen benenne, damit es mehr in die Realität kommt und damit andere Leute auch mit vibrieren können. Und wenn ich das auch so sage, sehe ich auch, dass in die Zuschauergruppe gerade vorne und unten ganz viel wegfließt. Das ist auch so etwas. Ich weiß nicht, ob du das mal überlegt hast, aber weißt du, wie viel Energie Leute hinterlassen können in ein Couch oder in eine Matratze? Das ist sich alles jetzt am Aufräumen, wegfließen. Mega cool, immer gut. Gesunde. Ich
Ich wollte eigentlich aufhören jetzt, aber die sagen, nein, 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 Helen, wir gehen nochmal ganz schnell nach den Elementen. Also wir gehen jetzt auf die westliche Tradition Elemente, nicht auf die chinesische, aber auf die westliche Tradition. Das heißt, was jetzt durch dein Haus fließt und auch dieses Haus fließt, ist alles von Element Feuer. Die Hellsichtigen unter uns oder die sehr verbunden sind mit Vorstellungskraft, denken, oh Scheiße, mein Haus brennt. Nein. Das ist einfach nur das Element Feuer, was durch im Haus zieht, was auch nochmal extra Sachen auflöst und aufräumt. Und für die, die beunruhigt sind, gehen wir jetzt weiter mit das Element Wasser. Das Element Wasser fließt jetzt durchs Haus. Und fließt alles weg. Und wir gehen mit dem Element Erde. Und mit Element Erde kommt immer ein elementarer König, kommt bei mir im Heilungsraum rein. Ich habe eine gute Verbindung mit ihm. Es ist ein Elementarkönig, Europäer, lass mich so sagen. Also, also ja, muss ich nicht erklären. Aber der tut auch für euch viel aufräumen im Haus. Er tut auch jetzt im Moment gerade viel mit vielen Pflanzen arbeiten und dort reinigen. Was ich auch sehe, ist, dass er Subordinates, Elementarwesen einbringt in die Wohnungen von euch, von denen, die das möchten. Es kann sein, dass du jetzt eine Pflanze hast, die ein Elementarwesen bekommt. Und das kann sein, dass es ein Gnome ist, aber es kann auch sein, dass es ein Elf ist, die einfach die Energie für dein Wohnzimmer regelmäßig reingewirrt. Und die bringen oft auch Fröhlichkeit rein. Und die wird einfach wieder weggehen, wenn es denen so passt. Also musst dich keine Sorgen machen, du musst die nicht ernähren, du musst sie nicht kleiden. Die haben einfach Spaß mit Pflanzen, sind eine Weile bei dir da und gehen, wenn die das wünschen. Und dann gehen wir nochmal ganz schnell zu Element Luft. Und das Element Luft fließt durch deine Wohnung jetzt. Ich weiß noch, dass ich bin in 2006, war ich mal einen Monat lang in Bali. Und das war so eine spirituelle Reise für mich. Da habe ich auf meine Art Erdeheilung getätigt oder was auch immer. Und da haben Balinesen mich immer nach bestimmten Orten hingefahren. Und ich weiß noch, einen Tag sagt ein Typ so von, boah, das ist aber krass, gell? Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber sobald du anfängst mit deiner Heilung, fängt der Wind an. Ja und, dann windet es einfach. Nein, 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 Herren. Hier in Bali heißt es, dass wenn der Wind sich zeigt, das ist Zeichen der Götter. Okay. Ich bin es mir gewohnt. Es ist ja genauso wie in Südamerika. Ich bin zum Beispiel fast 3-mal getroffen durch den Blitz. In Südamerika ist es auch Zeichen von einem Heiler, Schaman. Wenn ich das alles hier an Europäer erzähle, die denken von, ja, bist du bekloppt, bist du besoffen oder was? In Europa bedeutet das nichts. Ich weiß einfach, in anderen Ländern bedeutet das etwas und ich weiß einfach, das Element Luft. Manche sind sehr in Verbindung mit das Element Luft. Die können zum Beispiel Wolken anschauen und die können ganze Geschichte, die Wolken lesen. Ich habe das ab und zu. Element Luft ist sehr reinigend, aber sehr nicht tastbar. Und ich muss schnell auf dem Zimmer von mir achten. Und ich frage mal extra die Engel der Vergebung ein. Und die Engel der Vergebung, auch wenn du als Zuschauer das möchtest, die Engel der Vergebung können ein Ritual für alles, was passiert ist in deiner Wohnung, gegenseitige Vergebung austauschen zu können.
Und das ist im Einklang mit deinem Seelenplan, auch im Einklang mit Seelenplan von denjenigen, die mit dir in dein Haus wohnen oder die auf Besuch waren. Und das ist alles, damit Sachen losgelassen werden können, damit du 2024 mit viel mehr Freiheit entgegengehen kannst. Und was jetzt einfließt, ist Tetragrammaton. Tetragrammaton, das ist bekannt als der Atem von Gott. Man hat ja elektrisch, magnetisch, elektromagnetisch, das ist zweipolar. Tetragrammaton ist vierpolar. Vierpolar, keine Ahnung. Ich bin da nicht mit bekannt, ich bin kein Elektriker. Ich weiß einfach, dass das Spannende an Tetragrammaton, das wird jetzt für die Reste von Zeit fließen, das ist nicht wie Ektoplasm, aber sobald es deine Raumlichkeit einfließt, nimmt es komplett deine Energie an. Und das ist eben das Coole, weil wenn man nämlich Energie wegfließen lässt, entsteht Leerraum. Und Leerraum will immer gefüllt werden. Und da du nicht möchtest, dass dein Raum jetzt gefüllt wird mit derjenigen, die demnächst bei dir auf Besuch kommt, aber mit deiner Energie, wird es jetzt aufgefüllt mit Tetragrammaton, damit dein Haus deins ist. Und es ist eine sehr saubere Energie. Was meine Engel jetzt sagen, ist, dass ich jetzt schnell anfangen muss mit ein goldene Sonnenauffüllung. Ist auch da im Playlist. Und was nochmal schön wäre, ist, dass du mal dich selber spürst. Und jetzt ist erst der Moment da, dass wir uns verbinden können mit unserer Höhe selbst, unsere Seele, und dass wir jetzt mal spüren können. Was möchte ich einladen für 2024? Was möchte ich erfahren? Was möchte ich einbringen? Welche Erfahrungen möchte ich machen? Welche Freundschaften möchte ich einladen bei mir zu Hause? Welche, in meinem Fall zum Beispiel, welche Jobs möchte ich machen in 2024? Wie möchte ich mein Geld verdienen? Weil das ist etwas, was sehr wichtig ist. Es ist den besten Moment, etwas für das neue Jahr zu gestalten, nachdem man aufgeräumt hat und nicht vorher. Weil wenn man das vorher macht, kann es nämlich sehr gut sein, dass du unbewusst beeinflusst wirst durch Aussagen von deiner Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen oder was auch immer, von das und das wäre gut für dich. Nein, tu mal einfach für dich selber und auch für dich. Ich werde deinen Namen mal nicht nennen, aber ich sehe, dass du es checkst. Und auch Iboya, was ladest du ein für 2024? Du hast gerade 2023, 2022 und so weiter losgelassen. Und was möchtest du erleben in 2024? Möchtest du mehr, also von Iboya weiß ich, sie möchte mehr Ruhe erfahren. Also für mich möchte ich zum Beispiel für 2024 einladen. Sehr schön, sehr wichtig. Ich möchte Synchronizität einladen. Finde ich eine gute. Synchronizität für das Kennenlernen von bestimmten Menschen, verbinden mit bestimmten Menschen auf den richtigen Zeitpunkt, dass es mir erlaubt, große Schritte zu machen im nächsten Jahr oder in 2024. Ich möchte viel Herzverbindung, Momente erleben. Ich mag es, in Herzverbindung zu sein mit Menschen. Klar, über Video spüre ich euch,
Aber es ist doch viel schöner, wenn ich euch mal im Echten erlebe, oder? Ich möchte zum Beispiel, was ich vorhabe für 2024, ich möchte gern, das, was ich hier jetzt im Video mache, möchte ich in Retreats, also wie Transformationswochenende erfahren. Ich möchte das wirklich mit ganz vielen Frauen machen. Warum mit Frauen? Also wenn du meine überarbeitete Version von das blaue Buch Lebenslektion Verlust liest, weißt du ganz genau warum. Das wird herausgegeben in 2024, voraussichtlich im Februar. Ich möchte auch für 2024 viel Freude haben, viel Spaß. Ich möchte finanzielle Unabhängigkeit erleben. Und was möchtest du? Was möchtest du für 2024 erleben? Und frag doch dein spirituelles Unterstützungsteam, um das, was du erleben möchtest, einfließen zu lassen in deine Wohnung. Damit all die Räumlichkeiten, die du hast, die du bewohnst, aufgefüllt wirst mit Energie von 2024. Was möchtest du für 2024 einladen? Welche Ereignisse möchtest du gern erleben? Welche Qualitäten möchtest du in dich entwickeln? Und frag auch dein spirituelles Unterstützungsteam, um das, was du gern möchtest, schon mal energetisch einzuladen in deine Wohnung, damit es schon mehr Realität ist, damit es schon einfacher zu gestalten ist und es tut gleichzeitig die Energie, die du gerade vorher losgelassen hast von deinem Haus, auffüllen. Und fokussiere dich doch nochmal auf das, was wir alle von uns teilen. Wir möchten, also ich gehe davon aus, dass die meisten von uns einfach ein glückliches Leben leben möchten. Einfach, wo man sich selber sein kann. Und von da aus erlaube doch, dass die Energien von 2024 in dein Haus fließt. Ich sehe, dass die Engel noch ein paar extra Heilungsschritte erledigen für ein paar Menschen, die das brauchen. Für die, die das brauchen, kann ich nur empfehlen, schau doch mal das Video Mut des Herzens an. Es gibt nämlich einen Teil von geführte Heilung in das Video, wo es geht um das Wegfließen lassen von der Kraft der Widerstand. Das kannst du, wenn du es anschließend an dieses Video anschaust, kannst du das auch nochmal gedanklich anfragen, ob das auch in dein ganzes Haus aufgelöst wird. Einfach, dass die Kraft der Widerstand einfach aufgelöst wird in dein ganzes Haus. Klar, wenn du sagst, ich habe in meiner Küche viel Widerstand, ich tue nicht gern kochen, ich tue nicht gern mich selber versorgen und ich weiß jetzt, dank dieser Heilung, dass es kommt aus etwas, was hängen geblieben ist aus meiner Vergangenheit, was jetzt aufgelöst ist, möchte ich trotzdem nochmal zur Sicherheit die höhere Schwingung von das Licht vom Geist von Gottes einfließen lassen in die Küche, damit alles nochmal mehr aufgelöst wird. Damit die Kraft der Widerstand, die vielleicht aufgebaut ist durch vorherige Bewohner, einfach nochmal wegfließt. Ich bekomme noch einen Tipp von meinem SST, Spiritual Support Team, dass nochmal extra Reinigungsenergie im Schlafzimmer reingebracht wird und was dich unterstützt, besser zu schlafen. Vielleicht kannst du aus irgendeinem Grund nicht einschlafen und hat es einfach damit zu tun, dass das astrale Raum von deiner Wohnung ein bisschen verschmolzen ist mit der Obernachbar oder der Unternachbar oder Seitennachbar. Tu nochmal schnell das trennen voneinander, dass das Haus wirklich deins ist. Und ich schaue jetzt in mein Haus das Zimmer nebendran an, das Schlafzimmer von meinem Sohn. Und der beschwert sich manchmal über störende Energien. Ich frage einfach die Engel, das auf das Highest Path of Destiny aufzuräumen, damit er besser schlafen kann. Und das ist noch spannend.
weil ich war schon wieder vergessen, aber die Energie von seinem Vater, was im Boden war, ist ja weggeflossen. Aber auch Energie, was in die Decke ist. Da wird jetzt eine extra Schicht gestaltet, damit das Schlafzimmer ein geschützterer Raum wird. Das heißt, die Engel tun abgestimmt auf ihn und in deinem Fall können die das Schlafzimmer für dich energetisch mehr schützen und dass es ein geschützter Raum zum Schlafen wird. Und das tun die in die Wände und sagen das schon wieder, Plafond. Keine Ahnung, Decke. Eine extra Schicht von Schutz einbringen. Und wie immer, in dem Moment, dass du aus dieser Wohnung ausziehst, wird alles sich auflösen. Für diejenigen, die sich wünschen, wenn ihr in eine nächste Wohnung umzieht, wird das gleiche geschützte Raum im neuen Schlafzimmer gestaltet. Aber das musst du dein spirituelles Unterstützungsteam, dein SST, selber fragen. Tue ich nicht für dich. Selber wissen, selber entscheiden. Weiß einfach, dass es möglich ist. Und dann tun die das für dich alles erledigen, Zusammenhang mit deiner Seele, dein Spirit und meine Arbeitsengel, die Engel der Höhemagie. Und wir sind jetzt langsam endlich zu Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Iboya. Ich hoop dat je er tevreden mee bent. Als dit is wat je wou, super. Ich hoffe, das ist das Video, was sie sich gewünscht hat. Wenn eins von euch sich nochmal ein anderes Video wünscht, ich bin ein WhatsApp-Mensch, tu es mir bitte per WhatsApp schreiben. Sehen wir dann. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Freude und Spaß für 2024. Die Engel tun nochmal ein Golden Sun Envelope. Schau bitte den Video an, die jetzt da oben erscheint. Und die energetische Räumlichkeiten, die abgeschirmte Räumlichkeiten wird jetzt aufgelöst durch die Engel. All die Erdungskorde werden wieder aufgelöst. Das ganze Haus ist wieder ganz normal, ganz neutral. Was ich die frage, ist nach diesem Video, lauf mal durch deine Wohnung. Lauf mal durch und schau mal, ob du Änderungen spürst. Bist du wie ich sehr körperlich sensitiv, wirst du Änderungen spüren. Hast du das nicht, ist es überhaupt kein Thema, wenn du das nicht spürst. Ist schon in Ordnung. Die Engel werden auch nochmal mit deinem persönlichen Akashic Record Keeper ein Past Life Aura Update durchführen. Es gibt so eine Scheibe hinter da in dein Aura. Das hat all die Informationen über deine vergangenen Lebens in sich. Es kann aber sein, dass durch diese Heilung jetzt Sachen aufgelöst sind, die nicht mehr im Einklang sind mit Informationen da. Das heißt, du kannst das jetzt ein Upgrade oder Update findet jetzt statt, damit alles, was nicht mehr wichtig ist, alles, was du durchgearbeitet und erledigt hast, einfach check, check, check. Das wäre etwas für die Shivam, der hätte gerne Checkliste. Der würde das lieben. Einfach Sachen austauschen, wegfließen lassen. Und dann kommt bei den meisten von euch jetzt Informationen aus anderen vergangenen Leben, die jetzt vorgesehen sind für die kommende Zeit, 2024, 2025, 2026, damit du das alles wieder sauber angehen kannst. Und auch hier kommt wieder das Gesetz der Synchronizität tritt in Wirkung, damit du auf den richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen triffst. Das ist immer die schönste Geschenke vom Leben. Und ja, check, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Dann kann ich nur noch sagen, ich danke dir fürs Zuschauen, fürs aktiv Teilnehmen an diesem Video. Auch wenn du sagst, hey, ich habe ja nur zugehört. Ja, glaub mir, es gibt Teile von dir, die wirklich aktiv teilgenommen hat an dieses Video. Du bist wirklich in Spirit aktiv beteiligt gewesen. Ich kann das sehen an die Räumlichkeiten, die so überfüllt anwesend sind. Sehr schön. Und dann kann ich nur sagen, guten Rutsch. Ich wünsche dir ein schönes Jahr, dass du dich sein kannst, dass du die Freiheit findest, dich selber zu sein. Ich danke die Engeln der Höhe Magie und die anderen Heilungswesen, die mitgeholfen haben. Und ich danke dich. Hat mich gefreut, dass du dabei warst.
und gern bis nächstes Jahr 2024 sehen wir einander wieder. Ich wünsche dich viel Synchronizität im Leben. Ich wünsche dir Mut des Herzens, dass du den Mut hast, Schritte zu nehmen ins Leben, die wichtig sind, die dich weiterbringen in dein Leben. Dass du den Mut hast, auf deinen Instinkt und deine Intuition zu hören, danach zu handeln und dass du auch die Klarheit vom Geist hast, dass du manchmal sagst, ja, Moment mal, meine Intuition sagt das. Mein Leben sagt aber das. Weißt du was? Ich überlege mich das nochmal ein paar Tage und schaue in ein paar Tage, ob ich noch immer einverstanden bin mit meiner intuitiven Eingebung. Das ist auch nochmal wichtig. Weil man muss nicht immer jetzt und gleich handeln nach deiner Intuition. Aber hör auf dein Herz, hör auf deinen Kopf und hör auf die Freude, die dein Körper hochbringt. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.